Bratkartoffeln mit Zwiebel und Speck, so lecker knusprig und so einfach und schnell gemacht. Danach wirst du sie nie wieder in der Pfanne machen wollen. Du wirst sagen, warum habe ich das nicht schon früher gewusst? Und im Laufe dieses Videos verrate ich dir noch einen entscheidenden Tipp, wie ich aus diesem Essen einen Festtagsschmaus mache. Mein Mann ist immer wieder aufs Neue überrascht. Ja, die Kartoffeln jetzt hier, die habe ich jetzt gewaschen entsprechend und habe die jetzt im nächsten Schritt, bin ich an meine Brotschneidmaschine rübergegangen und habe die in der Brotschneidmaschine in gleiche Stücke geschnitten. Die Stücke siehst du jetzt hier, die habe ich jetzt hier schon liegen. Ich habe dann die Kartoffeln nochmal abgewaschen. Ich habe diesmal darauf verzichtet, die ins Wasser einzulegen, sondern ich habe sie einfach so nochmal abgewaschen. Und jetzt ist es wichtig, dass ich im nächsten Schritt die Kartoffeln gut abtrockne. So, ich habe jetzt einen Zewa ausgelegt und jetzt verbreite ich da, lege ich auf den Zewa, lege ich jetzt meine Kartoffelstücke schön auseinander. Dadurch kann ich die Kartoffelstücke schön dann nachher trocknen, weil das ist ganz wichtig, dass die Kartoffeln vom Wasser befreit sind und desto besser werden auch deine Bratkartoffeln. Und das Wichtige ist auch wirklich von der Stärke, dass die Scheiben gleichmäßig dick sind. Deswegen habe ich die jetzt mit der Brotschneidmaschine geschnitten. Den Tipp würde ich dir geben, wenn du eine Brotschneidmaschine hast, nimm die. Einerseits geht es sehr schnell und andererseits hast du dadurch auch wunderbar gleichmäßige Scheiben. Ja, jetzt kommt eine zweite Schicht oben drüber und die nächste Reihe Kartoffeln kommt oben drauf. Es waren noch relativ viele Kartoffeln dann, die ich jetzt hier nachher in dieser Heißluftfritteuse so verarbeitet habe. Normalerweise verarbeite ich nicht ganz so viel, weil so viel brauchen wir normal gar nicht. Aber das war der Rest und die habe ich halt jetzt da mal mit alle, wie sagt man so schön, verbraten, verdonnert, verbraucht. Also es ist wichtig, dass du diese Heißluftfritteuse also nicht zu voll mit den Kartoffeln nachher legst. Aber das war der Rest, deswegen kamen die jetzt hier alle drauf. So, nochmal eine letzte Schicht oben drüber, dass ich sie von oben auch nochmal abtrocknen kann, nochmal trockenlegen kann. Ich hatte auch nebenan meine Schale, hatte ich auch inzwischen zeitlich ausgetrocknet und trocken gemacht, sodass die Kartoffeln jetzt da in diese Schale wieder zurückkommen. So, jetzt habe ich hier so ein Airfryer-Spray, das habe ich mal bekommen zum Testen für euch. Das habe ich jetzt mal genommen und sprühe die Kartoffeln damit ein. Also du kannst ganz normales Öl auch nehmen und die Kartoffeln damit einsprühen oder einreiben. So habe ich es ja früher auch immer gemacht oder vorher auch immer gemacht. Das sind ja nicht die ersten Bratkartoffeln, die ich mache. Ich sollte mal das Spray mit testen, deswegen habe ich gedacht, okay, ich packe das da jetzt mal mit rein und probiere es mal mit diesen Kartoffeln. Also jetzt kommt die zweite Schicht jetzt auch wieder von dem Spray oben drüber. Also das soll so ein spezielles Airfryer-Spray sein. Von der Temperatur soll es wohl noch höher gehen, das bis zu 250 Grad. Aber welche Heißluftfritteuse hat dann überhaupt schon 250 Grad? Okay, ich teste es halt für euch mal mit. So, jetzt dürften die Kartoffeln erstmal genug eingesprüht sein. Jetzt schüttle ich sie mal kurz durch, wende sie, sodass wirklich überall das Öl an die Kartoffeln jetzt rankommt. Ja, Schüsselchen ist ein bisschen klein, aber es hat noch schön gepasst. Es sind halt mehr Kartoffeln geworden, als ich ursprünglich geplant hatte, gedacht hatte. Ja, also hier, schaut nochmal, da könnt ihr nochmal sehen, also dass wirklich eine Scheibe so gleich so dick ist wie die andere Scheibe. Das war halt der Vorteil von dieser Brotschneidmaschine. Das hatte ich vorhin vergessen, nochmal so deutlich oder so genau zu zeigen. Deswegen hier nochmal die kurze Einblendung. So, jetzt hatte ich mir auch überlegt, wo ich die Kartoffeln drinnen mache, ob ich die im Speedy mache, in dem Cosori oder in den 551er. Und in diesem Fall ist die Wahl auf den 551er gefallen, weil dort unten diese Crisp-Schale etwas größer ist. Und dadurch habe ich gedacht, kann ich die Kartoffeln besser verteilen, weil es waren ja doch wirklich sehr, sehr viel Kartoffeln geworden. Also normalerweise lege ich die dann nicht so doppelt und dreifach. Jetzt versuche ich so eine, wie sagt man so schön, so Türmchen zu bauen, damit zwischendrin etwas Luft bleibt. Wenn ihr genau hinschaut, setze ich die jetzt etwas versetzt auf. Das sind so meine Tipps, die ich euch auch mal dann mitgebe, dass wenn es mal doch mal voller wird, dass du doch eine Möglichkeit hast, das irgendwie noch zu nutzen, aber doch noch die Luft überall rankommt. Also schau, immer so eine kleine Türmchen bauen und dann oben drüber legen, gucken,
Und du hast doch immer noch zwischen den Kartoffeln immer noch ein bisschen Luft drin. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig bei der Heißluftfritteuse, dass überall Luft dran kommt. Wie gesagt, es ist sehr, sehr viel hier diesmal drin. Ja, blitzschnelle Heißluftfritteuse, das ist mein neues Kochbuch. Und jetzt schauen wir mal ganz schnell durch das Buch durch. Da kannst du sehen, dass jedes Rezept entsprechend mit einem Farbfoto dargestellt ist, damit du ganz einfach sehen kannst, was du denn nachher kochen kannst. So, den Korb habe ich in die Heißluftfritteuse reingestellt, die 81 Grad, 20 Minuten. So, nochmal auf und nochmal zu und jetzt läuft es durch. So, schon mal nach ein paar Minuten mal zwischendrin schauen. Du siehst schon, die nimmt schon wunderbar Farbe an. Aber ich versuche es jetzt hier auch noch ein bisschen auseinander zu teilen. Ja, ich wiederhole mich wahrscheinlich jetzt auch, aber es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass die nicht zu dicht aufeinander liegen. Was jetzt hier eigentlich schon der Fall war. So, jetzt kommen auch meine Speckwirbelchen schon oben drüber. Weil das entscheidest du dann nachher auch von der Zeit in deiner Heißluftfritteuse. Wenn du siehst, dass die Kartoffeln schon so in der Art angebräunt sind, dann ist schon Zeit, die Speckwirbel nachzulegen. Die Zwiebeln noch nicht, weil die Zwiebeln würden dir sonst verbrennen. Also mit den Zwiebeln musst du noch warten. In der Schüssel waren ein paar Zwiebelchen drin, die 2 Zwiebelringchen, die sind jetzt mit reingefallen und die machen das Kraut nicht fett, wie man so schön sagt. Das lasse ich, mache ich wieder zu und lassen weiterlaufen. Ja, in der Zwischenzeit hatte ich jetzt die Zwiebelringe auch nachgelegt und noch, jetzt kommen die Gewürze dazu, Salz und Pfeffer aus der Mühle. Das hatte ich vergessen zu zeigen, wie ich die aufgenommen hatte. Ich habe jetzt hier noch Lachsfilet, frisches, dann habe ich gedacht, das packe ich jetzt in den Speedy mit rein. Ja, der Speedy kann mir das jetzt parallel mein Lachsfilet machen. Ja, Speedy einschalten, Programm Airfray, 180 Grad. Und das braucht gerade 12 Minuten, das sind so meine Erfahrungen, da wird es richtig gut. Und wie die leckeren Bratkartoffeln gemacht werden, das zeige ich dir hier auch noch. Jetzt kriegst du 2 verschiedene Varianten von Bratkartoffeln gezeigt. Bleibt dran, es bleibt spannend. Ja, meine Bratkartoffeln sind schon fertig. Ich habe auch vergessen, das aufzunehmen, aber ihr seht ja so noch den Rest, was ich jetzt aus der Pfanne so raushole. Aber du siehst, die waren richtig lecker geworden. Und jetzt kann ich auch gleich rübergehen zum Anrichten auf den Teller. Ja, als erstes habe ich jetzt hier das Lachsfilet aus dem Speedy rausgeholt und du siehst, das ist richtig toll geworden. Also das ist auch ganz wichtig, die Crispplatte von den Speedy etwas mit Öl einsprühen, damit nachher die Haut nicht an der Crispplatte hängen bleibt. So, und jetzt habe ich hier meine Kartoffeln und schaue, siehst du, wie herrlich die aussehen. Die richtig leckere Bratkartoffeln sind das geworden. Siehst du, wie braun und knusprig, also ganz, ganz toll. Der Speck, das hat super geschmeckt, die Zwiebeln noch dazu. Ja, jetzt habe ich hier noch so eine Grillgewürzmischung, die ich nach oben drüber mache. Für den Lachs, auch bei den Kartoffeln noch ein bisschen. Das ist eine Mischung, die schmeckt richtig gut. Ja, ein bisschen Salz und Pfeffer natürlich auch nach oben drüber, aber das langt schon, mehr braucht es gar nicht an Gewürzen. So, mein Mann will ja auch noch was essen, deswegen für ihn noch einen zweiten Teller fertig gemacht. Ich muss ja mal einen extra machen für Fotos machen, für die Aufnahmen. Deswegen sind immer die 2 unterschiedlichen Teller. Nicht, dass ihr euch wundert. Ja, so, jetzt kriegt mein Mann sein Essen. So, und jetzt schneide ich für dich auch mal den Lachs an, damit du sehen kannst, wie schön saftig, wie schön. Der war also richtig schön glasig, saftig, so wie Lachs sein soll. Das war jetzt aus frischem Lachsfleisch, kein gefrorener, der Lachs zubereitet. Also richtig, richtig lecker. Ja, und so einfach und schnell kannst du in der Heißluftfritteuse dein Essen zubereiten. Keine verspritzten Pfannen, nix. So, hier habe ich jetzt wie versprochen für dich die zweite Variante von den Kartoffeln, von den Bratkartoffeln. Und zwar in meiner Facebook-Gruppe hat eine geschrieben, diese eingekochten Kartoffeln, da werden die Bratkartoffeln auch richtig lecker. Manche haben die selber eingekocht, manche haben gekaufte. Ja, und dann habe ich zum Testen mal so ein Glas gekauft und teste jetzt für euch, wie die Bratkartoffeln werden. Also die Bratkartoffeln jetzt hier muss ich ja auch erstmal gut abschütteln und genauso trockenlegen, also die Feuchtigkeit raus, wie es bei den ersten Kartoffeln auch war. Deswegen habe ich hier das Sieb und dann kommt in den Sieb kurz abgeschüttelt und dann auf mein Zewa-Tuch gelegt und nochmal kurz. Ja, jetzt habe ich jetzt Zewa in die Form reingetan, meine Bratkartoffeln in kleine
Stücke schneiden und so wie ich die für die Bratkartoffelgröße haben möchte, pass 8, dass die alle relativ gleichmäßig werden. So, jetzt habe ich meine Crispplatte hier. Jetzt schaue ich wieder, dass die Füßchen alle nach draußen sind, damit ich sie dann sauber in den Speedy einsetzen kann. So, hier kannst du jetzt sehen, wie ich die Platte in dem Speedy einlege, also die Füßchen ausgeklappt und im oberen Bereich. Ja, jetzt geht es mit meinen Kartoffeln weiter. Die nochmal kurz abtrocknen und in diese Schale schüttle ich die jetzt gerade runter von meinem Zewa. Jetzt habe ich hier wieder mein Öl, was ich jetzt in diesem Fall jetzt hier auch nochmal weiter da am Testen bin. Ja, die Kartoffeln jetzt werden gut mit Öl jetzt besprüht. Das langt schon so. Mal durchschütteln kräftig. Von Gewürzen habe ich jetzt hier das Paprikapulver wieder. Das verteile ich jetzt gleich mit da drüber. Das Ganze schon mal verteilen, damit die Gewürze an den Kartoffeln gleichmäßig überall rankommen. Ja, ein bisschen Salz habe ich gedacht, kann ich auch gleich mit dran machen. So, das ist jetzt schon so weit, dass es alles in Speedy auf die Crispplatte oben drauf kann. Da kannst du jetzt mal sehen, wie ich das jetzt hier auf dieser Platte verteile. Also ich sehe so dazu, dass das schön verteilt ist auf dieser Platte, dass nicht die Kartoffeln übereinander liegen. Das ist ja das, was ich auch in dem ersten Teil des Videos schon gesagt habe. Desto besser werden deine Kartoffeln, wenn du nicht zu viel darauf verteilst. So, Deckel zu, Programm Heißluft frittieren und von der Temperatur gehe ich runter auf 180 Grad und von der Zeit stelle ich jetzt hier 15 Minuten ein und Start. Ich habe es dann nachher die letzten 3 Minuten hochgestellt auf 200 Grad. So, und hier siehst du jetzt die fertigen Bratkartoffeln aus dem Speedy und die sind doch auch wieder lecker geworden. Also jetzt habe ich dir 2 Varianten gezeigt, wie du Bratkartoffeln ganz einfach und schnell in der Heißluftfritteuse zubereiten kannst.